willkommen zu unserem zweiten Vlog. Für alle, die neu dazu gekommen sind, das ist Fritz, ich bin Ricarda. Und zusammen sind wir zurzeit in unserem selbst ausgebauten Camper in der UK unterwegs. Und dazu wollten wir euch gerne mitnehmen und vielleicht auch inspirieren. Und bleibt auf jeden Fall dran, weil danach haben wir wieder Tipps für euch von England und allen möglichen. Und wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und lasst uns ein Abo da. Also viel Spaß! Viel Spaß! Wir sind mittlerweile mitten in Cornwall, der beeindruckenden Küstenregion in Südwestengland, angekommen. Darauf haben wir uns schon die ganze Zeit gefreut, da man hier super wandern gehen kann. Dass es hier schön ist, finden wohl auch die Kühe, die wir auf dem Weg treffen. Zuerst etwas bockig, aber dann machen sie uns doch netterweise Platz. Zurück in der Natur. Und Fritz hängt nur am Handy. Spaß. Das überhaupt nicht. Wir haben uns wieder mal eine schöne Wanderung auf Komoot rausgesucht. Mal schauen, wie sie uns heute hinführt. Nein, also es gibt hier in England ein Southwest Coast Path und der hat ca. 600 Meilen und den kann man so teilweise, also man kann ja nicht ganz begehen, aber 600 Meilen ist schon lang und deswegen machen wir heute ein kleines Stückchen davon und es ist echt wunderschön. Wo es mal wieder regnet. Obwohl es wieder mal regnet. Ja. Aber deswegen haben wir uns heute mal zur Abwechslung in unsere schicken Regenjacken geworfen. Oh. Genau. Und jetzt wird es wieder eine Matschwanderung. Aber das kennen wir ja schon. Und danach brauchen wir erstmal was zu essen. Also wir sind gerade beim Wasser auffüllen. Ich sitze schon 5 Minuten hier mindestens. Und das ist schon so voll. Nein. Boah. Also, dann begebe ich mich mal in die Küche nach unten. Downstairs. Und kümmere mich um die Nahenbrote. Yay. Ja, jetzt hör mal auf, Ich bin meine demotiviert. Oh, ich habe schon Kopfweh heute. Aber es hilft ja nichts. Das ist Erwachsenenleben. Wenn du nicht kochst, dann verhungerst du. Aber wir könnten auch einfach ins Pub gehen. Jetzt hör mal auf. Bisschen hier. Okay, Leistfähigkeit. dann mache ich halt mal eins.
Zu unserem Nahenbrot gibt's vegane Hühnchenschnitzel. Die haben wir im Supermarkt gefunden. Und am nächsten Tag geht's wieder raus. Dieses Mal von St. Agnes, einer kleinen Stadt, machen wir ein anderes Stück des Southwest Coast Path. Dass der Van in die Werkstatt muss, ist eine der schlimmsten Ängste, wenn man darin lebt. Jetzt hat es uns erwischt. Unsere erste Vermutung war tatsächlich ein Motorschaden. Oh Gott, was für ein Stress. Ja, wo fange ich an? Also, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Aber als wir heute losfahren wollten, beziehungsweise gestern hat der Nick schon so komische Geräusche gemacht. Also das war so ein regelmäßiges Klackern vom Motor. Und man meinte, ja, ist normal, das passt schon und so weiter. Haben uns nicht viele Gedanken gemacht. Und heute Morgen, als wir losfahren wollten, hat er ganz wild angefangen zu piepsen und voll viele Lichter. Kontrollleuchten sind angegangen, unter anderem auch die Motorkontrollleuchte. Und genau, dann haben wir das Öl kontrolliert und er hat über Nacht irgendwie 1,5 Liter Öl verloren, beziehungsweise wir hatten es vor 2 Tagen gecheckt, da war alles in Ordnung und dann war jetzt auf einmal nichts mehr drin. Und jetzt haben wir gerade verschiedenste Werkstätten aufgesucht, aber alle waren so voll und jetzt haben wir Gott sei Dank eine gefunden gehabt, die ihn kurz auf die Hebebühne nimmt und sich das anschaut und meinten, das ist schon alles in Ordnung, wir müssen einfach nur das Öl im Auge behalten. Aber es ist echt ein scheiß Gefühl. Bei mir geht's. Ja, aber bei mir nicht. Okay, wollte ich nur sagen. Was für ein Tag. Nachdem unser geliebter Van irgendwas hat und wir nicht wissen was, mussten wir trotzdem noch einige Stunden fahren. Die ganze Zeit mit der Angst, dass es doch noch zu einem Motorschaden kommt. Wir haben hin und her überlegt, aber da in der Werkstatt nicht wirklich etwas festgestellt worden ist, haben wir uns entschieden, doch weiterzufahren und alles zu beobachten. Wir wollten unbedingt noch von Cornwall nach Wales kommen. Das Wetter ist auch nicht wirklich aufmunternd. Aber das wird schon wieder. Erstmal muss Abendessen her. Heute gibt's Chili con Fake Karne, aber wir haben keine Dosenöffner und deshalb müssen andere Mittel her. Das Chili ist dann sehr gut geworden und am nächsten Tag sind wir in einen Bikepark gefahren. Immer noch mit der Sorge, dass unser Auto bald streikt, aber bis jetzt noch nicht. Das erste Mal biken seit langem, da konnte uns nicht mal das schlechte Wetter abhalten. Und im Wald war es dann auch nicht so schlimm. Ich muss sagen, das sind die krassesten Bedingungen, bei denen ich jemals biken war. Und der Bikepark ist echt lustig, weil es sind lauter Hoppelsteine, wie man hier sehen kann. Aber es macht Spaß. Und ich habe keine Haare mehr. Scheiße. Alter, wir sind jetzt hier im Bikepark Kut Brini. Wie heißt der? Kut Brini. Ja, wie auch immer. Und wie man sehen kann, wir sind total nass. Es regnet ohne Ende. Na gut, da haben wir dann doch aufgegeben. Aber es war echt nass und saukalt. Deswegen musste erstmal eine warme Suppe her. Doch so schnell geben wir nicht auf. Am nächsten Tag sind wir wieder raus, um den Trail nochmal zu fahren. Naja, dann warten wir eben den Regenschauer auch noch ab. Geht doch. Am Ende konnten wir doch noch raus. Da es die ganze Nacht geregnet hat und auf den Trails diese Pfützen waren, sind wir trotzdem nass geworden und in meinen Schuhen steht das Wasser.
Zeit zum Schlafen gehen, denn morgen ist ein langer Tag. Wir wollen auf den Snowdon, den höchsten Berg in Wales. Wir versuchen gerade auf den Snowdon zu wandern und sind jetzt schon ziemlich weit oben. Und hoffen, wir schaffen es heute, weil es soll wahrscheinlich schon wieder sehr stark winden. 60 Meilen. 60 Meilen pro Stunde, schon wieder so 90 Kilometer pro Stunde. Jetzt müssen wir schauen, ob wir hochkommen oder ob wir davor umdrehen müssen, weil es zu gefährlich wird. Wir sind es gleich geschafft. Ich muss die Kamera rausholen. Okay. Das dort da hinten im Nebel ist übrigens der Gipfel vom Snowdon. Und wir haben es endlich geschafft. Ich spüre jetzt schon den Muskelkater, den ich morgen haben werde. Und es geht auch schon wieder runter. Die Aussicht ist einfach der Hammer. Danach geht es weiter zu unserem Schlafplatz für die Nacht. Zur Belohnung gibt es Scones mit Erdbeermarmelade und Clotted Cream. Überhaupt sind wir zurzeit sehr süchtig danach. Am nächsten Tag sind wir ziemlich geschafft und müssen noch einiges am Computer machen. Fritz schreibt weiter Bewerbungen, während ich Videos schneide. Zum Glück ist ein Pub gleich nebenan. Dort konnten wir unsere Laptops aufladen, im Warmen sein und auch Pizza essen. Was will man mehr? Heute ist Waschtag! Und mit dem Waschtag endet unsere zweite Woche in der UK. Waschen kann so zeitaufwendig sein, wenn man auf Reisen ist. Aber jetzt noch zu den Tipps. Also die Empfehlungen, die wir euch für die Woche geben können, sind auf jeden Fall St. Agnes. Das ist ein wunderschönes Örtchen in Cornwall, von dem wir eben auch eine Wanderung gemacht haben und echt schön. Dann, wenn ihr in Snowdonia seid, geht unbedingt auf den Snowdon. Parken oben kostet zwar einiges, aber es ist wirklich wert, die Wanderung ist wunderschön. Und sucht euch am besten aber einen schönen sonnigen Tag aus, weil der Blick oben ist echt auch beeindruckend. Wenn wir schon beim Wandern sind, wir planen unsere Touren immer per Komoot, das ist eine App. Und die gibt halt, wenn man an einem bestimmten Ort ist, immer so, kann man einen Radius eingeben und zeigt dann die Route, die es dann in diesem Punkt gibt. Und so machen wir das immer. Und die führt euch dann auch durch die Wanderung durch wie ein Navigationssystem. Und das letzte ist, uns ist die Woche das Wasser ausgegangen. Und wenn man halt keinen festen Stellplatz hat, ist es nicht so einfach, dass man irgendwie an Wasser kommt. Und hier in England ist uns aufgefallen, dass an vielen Tankstellen, dass man einfach das Wasser nehmen kann. Also Luft und Wasser gibt es da immer. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ist oft nicht das beste Wasser. Also zum Direkttrinken ist es wahrscheinlich nichts. Aber wenn man jetzt einfach nur zum Abspülen oder zum Kochen was braucht, okay, also wir hoffen, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal, nächste Woche. Ciao! Ciao!